Miss Fitzikus, verrückte Fitzgeschichte von Romy van Mader. Miss Fitzikus, wer bin ich? Ich habe jede Menge türkisfarbene und smaragdgrüne wilde Haare. Mein Kopf ist mit meinen Haaren mitgewachsen, damit auch alle genug Platz haben. Allerdings ist mein Körper nicht so groß geworden. Er ist, verglichen mit meinem Kopf, ziemlich klein. Aber das macht nichts. Ich finde mich nämlich ganz wunderschön, so wie ich bin. Und das ist doch das Wichtigste, oder? Ich habe viele verschiedene Seiten, so wie die Farben auf einer kunterbunten Malpalette. Ich bin ein Mädchen, ein Mondmädchen und noch viel mehr. Meine Augen sind ganz groß und haben 2 verschiedene Farben. Meine Wimpern sind lang. Türkisblau und Smaragdgrün sind meine allerliebsten Farben. Zu meinem bunt gestreiften Lieblingskleid trage ich gerne Oma Sophias ausgelatschte Pumps. Meinen rosa Mund form ich oft zu einer kleinen Schnute. Meine Eltern nennen das dann meine Püppi-Schnute. Und ich habe, zum Leidwesen meiner Mama, jeden Morgen einen verrückten Fitz in meinen Haaren. Wenn man meine vielen Haare genauer ansieht, kann man sogar kleine Fussel erkennen, ganz ohne Lupe. Und diese Fussel sind der Grund für meinen Fitzkopf. Und all das zusammen ist der Grund für meinen Namen Miss Fitzikus. Zusammen mit meiner Mama Angelika und meinem Papa Tommaso wohne ich in einem ganz zauberhaften Haus, umgeben von einem schönen grünen Garten mit großen Bäumen. Mein Zimmer habe ich mir besonders gemütlich eingerichtet. Egal, wie ordentlich ich putze und fege und wie oft ich meine Haare kämme, es wachsen immer wieder kleine Fitzballen auf meinem Kopf. Meine Freunde sind daran nicht ganz unbeteiligt. Eigentlich sind sie sogar der Auslöser für das ganze verfitzte Fusselei. Wer meine Freunde sind, fragst du dich? Dann lies einfach weiter. Meine Fitzgeschichte. Es war ein ganz normaler Schultag vor einem Monat. Die Sonne kitzelte meine Nase und ich schaute aus dem Fenster hinaus zum großen Schulhof. Ich saß ganz brav da, obwohl mein Po kribbelte und zwickte, weil es so anstrengend war, still zu sitzen. In der Schule für große Denker gehört es sich nämlich nicht, hin und her zu wackeln. Niemand tat das. Aber irgendwann ging es einfach nicht mehr und ich musste ein bisschen zappeln. Wenigstens ein kleines bisschen. Und so fing ich an mit der Stirn, den Ohren, den Haaren und den Zehen zu wackeln. Ich rutschte auf der glatten Stuhlplatte hin und her und meine Füße zogen auf dem schmutzigen Klassenzimmerboden unter dem Tisch seltsame Bahnen, während meine Finger in meiner Nase und in meinen Ohren herumkrabbelten. Das Ganze endete damit, dass sich ein riesiger Fitzball bildete. Viele kleine und große Staubfusseln, alte Kaugummis, bunte Heftklammern und ausgeleierte Haargummis hatten sich auf dem Boden gefunden, sich zusammengerauft und ein riesiges Knäuel war entstanden. Da waren sogar Radiergummis, Stifte, Socken und noch ganz viel anderes Zeug drin gefangen. Bevor jemand hinfiel und sich verletzte, weil er über den Fitzball stolperte, hatte ich blitzschnell eine meiner ungezähmten Haarlocken genommen und langgezogen und damit den Fitzball geködert. Der Fitzball verfing sich zwar in meiner Haarsträhne, aber er wollte sich nicht einfangen lassen, und so kullerte er weiter nach vorne in Richtung Frau Schnürschuhs Lehrertisch. Frau Schnürschuh, genannt Wackelauge, weil ihr linkes Auge manchmal unkontrolliert zuckte, war eine sehr strenge Lehrerin. In ihrem Unterricht durfte nichts aus der Reihe tanzen. Alles musste genau nach Plan ablaufen. Sie stand auf und wollte sich bücken, aber irgendwie, wahrscheinlich vor Schreck und Aufregung, verloren ihre Füße den Kontakt zum Boden. Sie kippte aus den Schuhen nach vorne und fiel mit dem Kopf, zum Glück, direkt auf den Fitzball, der ihren Sturz abfing. »Hatschi!« Sie musste niesen, und kaum war sie wieder auf den Beinen,
hatte ihren Rock, der sonst immer ganz glatt war, gerichtet und mich ganz böse angesehen. Schließlich hatte ich ja meine langen Haare in der Hand, an dem der Fitzball hing, und Frau Schnürschuh vermutete, dass ich ihr beziehungsweise alle 2 Beine gestellt hatte, was ja nun nicht stimmte. »Kein Wunder, dass du so viel Dreck, Fussel und Mutzeln mitbringst bei deinen Haaren. Du kannst für heute nach Hause gehen.« Frau Schnürschuh hatte immer einen sehr strengen Tonfall uns Kindern gegenüber. Ich kam mir manchmal vor, als wäre ich Soldat bei der Armee. Ich zog meine berühmte Püppi-Schnute und war äußerst beleidigt, denn ich hatte mich total unverstanden gefühlt. Erstens waren ihre neuen Schuhe 2 Nummern zu groß, kein Wunder, dass sie von überkippte. Und zweitens kann niemand etwas für sein inneres Ich, für seine innere Energie. Vor allem, wenn man diese nicht einmal zeigen durfte. Ich musste zappeln, ich wollte mich bewegen, ich konnte einfach nicht stillsitzen, weil das nicht meiner Natur entsprach. Ich wollte Abenteuer erleben, auf Expeditionen gehen, Experimente durchführen, und wenn das schon nicht, dann wünsche ich mir wenigstens unumkippbare Kippelstühle und Rundherumlauftische. Denn ich konnte umso besser zuhören, wenn ich mich bewegen durfte. Mit hängendem Kopf ging ich nach Hause und war ganz traurig. Aber nicht nur ich war traurig. Auch meine Fusselinis auf meinem Kopf waren total beleidigt, denn sie haben sich natürlich genauso angesprochen gefühlt. Und wenn man einen Fusselini erst einmal beleidigt hat, dann bekommt man sein Temperament zu spüren. In diesem Fall ich zuerst. Zum Glück eigentlich, denn so habe ich zum ersten Mal die kleinen Chaoten in meinen Haaren bemerkt. Sie sind auf meinem Kopf herumgetobt, wie verrückt. Meine Haare haben geziebt. Aua! Und ich habe zum ersten Mal ihre piepsigen Stimmen gehört. Zuerst habe ich gedacht, ich spinne, bis ich gemerkt habe, dass ich mir die Stimme nicht eingebildet habe. Und so habe ich genau zugehört. Ho fame foglio mangiare subito la pasta. Hai capito? Ich habe Hunger und will jetzt Nudeln essen. Verstehst du? Hörte ich eine aufgebrachte männliche Stimme. Eine weibliche und nicht weniger aufgebrachte rief: Ci vuole una pentola per questo. Testa calda? Dafür brauchst du einen Topf, Hitzkopf. Wieder eine andere mischte sich in den Streit mit ein. La prima cosa che ci serve è la salsa di pomodoro e la pasta. Als erstes brauchen wir Tomatensauce und Nudeln. Eine sehr tiefe Stimme erklang. Cosa si fa con una pentola? Una pasta e una salsa di pomodoro senza erbe e senza olio di olivia. Und was macht man mit einem Topf, einer Pasta und einer Tomatensauce ohne Kräuter und ohne Olivenöl? Ja, eindeutig. Auf meinem Kopf mussten kleine und sehr streitlustige Italiener sein. Irgendwie wollte ich die Gemüter wieder beruhigen. Sie würden mir sonst meinen letzten Nerv rauben. Und so versuchte ich, für Ruhe zu sorgen, indem ich auf einem Blatt Backpapier die Farben Grün, Weiß und Rot nebeneinander malte. Dann habe ich dieses an einen Holzlöffel, den ich auch aus der Küche stibitzt habe, mit Klebefilm befestigt und das Ganze dann, wie die italienische Nationalflagge, mit ausgestreckten Armen vor meinem Kopf hin und her gewedelt. Wir haben italienische Wurzeln. In den Sommerferien war ich oft bei meinen Großeltern nach Limone sul Garda. Und daher kann ich ganz gut Italienisch verstehen und sprechen. Und so rief ich: Ciao, chi sei? Cosa stai facendo sulla mia testa? Puoi abbassare la voce. Hallo, wer sind Sie? Was machen Sie auf meinem Kopf? Können Sie nicht leiser sprechen? Plötzlich war es mucksmäuschenstill. Kleine, zarte Wesen mit langen Beinen seilten sich an meinen langen Haarsträhnen hinab und benutzten meine verfilzten Strähnen als Lianen und schwangen sich wie Zirkusseiltänzer von rechts nach links. Ein jeder von ihnen trug ein andersfarbiges Gewand, womöglich, um sich besser voneinander unterscheiden zu können. Aus dem oberen Kommodenschubladenfach kramte ich meine Lupe hervor und staunte nicht schlecht. Sie alle hatten große Augen, jedes in einer anderen Farbe, genau wie ich.
Sie winkten mir zu und stellten sich mir mit hochroten Köpfchen und lauten Rufen vor. Furio, Lucia, Bello, Stella, Pippo, Nina, Rico und Giorgia. Sie erzählten mir ihre Geschichte und warum sie bei mir wohnten, begleitet von wilden Gesten. Und dass es nicht sein kann, dass ich von so einer blöden Lehrerin aus der Schule geworfen wurde. Da musste man etwas machen. So geht das jedenfalls nicht. Wir haben einen Plan ausgeheckt. Ich musste mich zusammenreißen und durfte eine Weile nicht mehr zappeln. Sie würden dafür sorgen, dass Frau Lehrerin Schnürschuh zur Erholung weg musste. Und so ist es dann auch passiert. Furio, Lucia, Bello, Stella, Pippo, Nina, Rico und Giorgia sind an Frau Schnürschuhs grauem Rollkragenpullover hochgeklettert, haben sich an ihren großen Blumen-Plastikohrringen hochgehangelt und sind in ihren Gehörgang hineingeklettert und haben hineingerufen. Ciao, Bellezza, ti piace mangiarlo Pickelbohneneintopf? Hallo Schönheit, magst du Pickelbohneneintopf essen? Frau Schnürschuh riss die Augen weit auf und die Fusselinis riefen weiter in ihre Ohren. Oh, preferisco mangiare delicioso cacolo con la composta? Oder isst du lieber köstliche Popel mit Kompott? Frau Schnürschuhs Stirn zog sich in Falten und sie raufte sich die Haare. Und die Fusselinis fuhren laut fort. Hey, Principessa, perché il tuo cosci si contorce così? Hey, Prinzessin! Warum zuckt dein Auge so? Sollen wir etwas Tomatensauce drauf tun? Mit oder ohne Knoblauch, Und noch vieles mehr. Ich kann dir jetzt nicht alles wiedergeben, da manches doch schon ganz schön frech war. Meine Mitschüler hörten davon nichts. Nach nur 10 Minuten schrie Frau Schnürschuh laut auf und rannte aus dem Klassenzimmer und ward nicht mehr gesehen. Man munkelte, dass sie für den Unterricht nicht geeignet war. Sie war viel zu nervös und aufgebracht. Naja, und dann haben wir eine andere Lehrerin bekommen, mit Namen Frau Hasenschein. Sie ist eine sehr freundliche Frau, mit ganz besonderen, beflügelnden, kreativen Unterrichtsmethoden. Entdeckungsausflüge stehen seitdem auf dem Programm und jeder darf sich etwas wünschen, was er gerne anders machen würde. Und es ändert sich auch noch viel mehr. Unser Direktor, Herr Possemott, packte 2 Tage später seine 7 Sachen und verschwand mit den Worten: »Macht euren Dreck alleine! Ciao!« Ich glaube, da hatten die Fusselinis auch ihre Hände mit im Spiel. Auch im Ministerium für Schul- und andere Angelegenheiten wurden viele Verantwortliche ausgetauscht. Und nicht nur da. Überall auf der Welt veränderte sich sehr viel zum Guten. Längere Pausen, mehr Zeit zum Malen, Basteln, Musizieren, für Sport und die einzelnen Unterrichtsfächer wurden miteinander verknüpft. Zum Beispiel die Mathematik mit der Musik. Und es wurde alles so herrlich anschaulich gelehrt. Ja, seit diesem Ereignis liebe ich es, in die Schule zu gehen. Ob du es glaubst oder nicht. Hier kommt die Moral von der Geschichte. Fusselinis sind einfach da und lassen sich nicht wegsaugen. Sie sind wie das Leben. Sie finden immer einen Weg. Deshalb solltest du ihnen ein kleines Bambushaus in den Garten oder in den Flur stellen. Dort, wo sie alles mitbekommen und es trotzdem ruhig genug ist. Glaube mir, wenn jeder von uns ein Mini-Haus aufstellt, dann wird der Dreck weniger. Er wird dann auf zauberhafte Weise aufgeräumt. Zum Beispiel spielen die Fusselinis sehr gerne im Sandkasten und sieben ihn aus. Sie sortieren den Sand für ihr Haus. Manchmal finden sie alte Brotkrumen und backen daraus leckere Brötchen. Und manchmal finden sie auch glänzende Teilchen und fädeln daraus wunderschöne, schimmernde Mineralketten. Zum Ausgehen oder einfach so. Das Mini-Haus meiner Fusselini-Familie ist ein kleines Kunstwerk. Es ist einzigartig, denn es ist ganz individuell gestaltet. Es sieht aus wie mein Zimmer, voller herrlicher türkisblauer Wellenfarben. Meine Fusselinis fanden mein Zimmer wunderschön und deshalb wollten sie genau diese Farben auch für ihr Haus haben.
Und ich habe ihnen beim Gardinenfärben, Wände streichen, Tischbeine kleben geholfen. Das ganze Haus schimmert in den herrlichsten Türkis-, Smaragd- und Blautönen, die man sich nur vorstellen kann. Und die gezimmerten Möbel sind alle winzig klein, aber sehr bequem und praktisch. Es gibt kleine Bambusbettchen mit weichen blauen Kissen und grünen Wollfusseldecken, in denen sich die Fusselinis nach einem langen Tag ausruhen können. Und es gibt kleine türkisblaue Schränke und Regale, in denen sie ihre farbenfrohen Kleider, Spielsachen und anderen Krimskrams aufbewahren können. Geheime Glitzertruhen für ihre Schätze soll es auch geben, aber ich selbst habe diese noch nie gesehen. Fusselinis sind wahre Meister im Verstecken. Die Küche ist zwar klein, aber sie ist voll ausgestattet mit allem, was die Fusselinis brauchen. Es gibt winzig blau gepunktete Tische und Stühle, an denen sie ihre Mahlzeiten einnehmen oder spielen können. Jede Menge grüne und blaue Töpfe und Pfannen hängen an den hellgrün geblumten Fliesen an der Küchenwand. Und es gibt natürlich auch einen kleinen dunkelgrünen Backofen und einen kleinen mintfarbenen Kühlschrank und eine runde Spüle aus Sodalitgestein, in der sie ihr blaugrünes Geschirr und Besteck abwaschen oder stapeln können, ganz nach Belieben. Das Kocharoma von Pasta und den verschiedensten und teilweise sehr verrückten Kräuter-Tomatensoßen-Kombinationen fliegt von Montag bis Freitag durch das Fusellini-Haus und weit darüber hinaus. Es duftet köstlich. Meine Eltern bringen unseren Fusellinis auch immer etwas vom Einkaufen mit. Zum Beispiel Oliven extravergine. Das Umfüllen in die winzigen Fläschchen ist gar nicht so einfach. Ich habe es einmal versucht und das war eine überaus fettschmierige Schweinerei. Seitdem machen das die Fusellinis lieber selbst. Nessun problema? Fizzum, lo faremma. Kein Problem, Fitzi, wir machen das. Fitzi ist mein Spitzname, aber so dürfen mich nur Furio, Lucia, Bello, Stella, Pippo, Nina, Rico und Giorgia nennen. Für alle ihre Vorräte haben sie eine Geheimtür in die Küche gebaut, aber ich weiß immer noch nicht, wo und wie sie zu öffnen ist. Jeden Samstag versammeln sich die Fusellinis. Dann wird es besonders laut, denn dieser Tag ist der Kreativtag. Dann werden alle Schätze auf den ausgezogenen blauen Tisch gekippt und Bilder daraus geschaffen oder Skulpturen oder Glitzeranhänger für Fenster und vieles mehr. Diese Kunstwerke werden dann verschenkt oder verliehen oder mit anderen Fusellinis in der ganzen Welt getauscht. Da ich diese Idee so toll finde, lade ich jeden Samstag meine Freunde Olga und Maximilo zu mir ein und dann kippen wir unsere Fundsachen aus, allerdings auf meinem Tisch. Und wir essen gemeinsam Pasta Verde Bianco Rosso Fantastico. Mindestens 11 Mal holen wir Olga, Maximilo und ich uns Nachschlag, denn auf so kleine Tellerchen passt ja nicht viel drauf. Olga und Maximilo sind große Fans der Fusellinis. Und so haben sie gemeinsam mit ihren Eltern auch 2 Mini-Häuser gebaut und in ihre Gärten gestellt. In das rosa-rotfarbene Mini-Haus von Olga sind seltene Haselnussmäuse eingezogen. Und in das lila-grau-gelbe Mini-Haus im Garten von Maximilo fand ein Albino-Egelpaar ein wunderschönes Zuhause. Die Mini-Häuser waren einfach nicht minihaft genug. Aber Olga und Maximilo sind ganz und gar nicht traurig darüber, dass das mit ihrer Fusellini-Familie nicht geklappt hat. Denn schließlich wollen alle Lebewesen schön wohnen. Und das sehe ich ganz genauso. Nun verrate ich dir noch einen weiteren Grund, warum die Fusellinis in die Mini-Häuser von Olga und Maximilo nicht eingezogen sind. Man muss über den Hauseingang Folgendes schreiben: Questa casa è solo per i Fusellinis. Es kann aber auch daran liegen, dass die gewählten Farben einfach nicht den Geschmack der Fusellinis getroffen haben. Wer weiß das schon so genau? Ich nicht. Sonntags ist bei uns Pickelbohnen-Eintopftag. Da versammeln wir uns alle in der Küche meiner Eltern. Morgen sind wir, meine Mama Angelika und mein Papa Tommaso, wieder mit Kochen dran. Und nächste Woche kochen dann die Fusellinis bei uns.
und dann wieder wir und so weiter. Von den Fusellinis schmeckt mir der pickelbohnige Topf besonders gut, obwohl es nur winzige Portionchen gibt, ohne Nachschlag. Deshalb essen meine Eltern und ich immer ganz viel zum Frühstück. Aber ganz egal, wer den Pickelbohneneintopf zubereitet, das Schönste ist, wenn wir alle laut dazu singen. Dann vibriert alles. Die Luft ist erfüllt von himmlischen Düften und schiefen Tönen. Denn weder Furio, Lucia, Bello, Stella, Pippo, Nina, Rico und Giorgia treffen die Töne. Und ich weiß, dass sie das mit Absicht tun, denn oft genug habe ich sie von Montag bis Freitag und auch am Samstag meisterhaft singen hören. Sonntags jedenfalls erklingt bei uns ein ohrenbetäubendes Konzert auf Italienisch. Viele lustige Fantasiewörter sind auch dabei und ich lache mich schlapp und bin noch glücklicher, als ich es ohnehin schon bin. Ach ja, jeden Montag ist Musikunterricht und dieser Tag ist auch nicht besonders leise. Gott sei Dank bin ich da bis kurz nach Mittag in der Schule und spiele selber ein Instrument. Es heißt Klangschalen-Oktagon. Das klingt total toll. Und es gibt auch noch so viele wunderbare andere Instrumente, wie die Seifenknarr-Violine und das Flügel-Monchabello. Und ach was, das wirst du ja auch in deiner Schule alles alsbald kennenlernen. So viel Neues und Tolles liegt noch vor uns. Und ich freue mich jeden Tag darauf, das in der Schule und an den vielen freien Tagen mit meiner Familie zu entdecken. Vielleicht werde ich auch noch 2, 3 weitere Minihäuser in unseren Garten stellen oder in unsere Nussbäume, Kirschbäume oder Tannen hängen. Das war ein kurzer Ausflug in meine Fitzikus-Welt. Vielleicht willst du ja auch ein Minihaus bauen. Für die kleinen Möbel kannst du Salzteig verwenden. Oder du hängst ein Schild auf: Bauarbeiter für ein neues Fusellini-Minihaus gesucht. Lass deiner Fantasie freien Lauf. Pickelbohneneintopf. Naja, es ist kein Eintopf aus Pickeln. Oh, wie geht's? Er sieht für die Fusellinis und mich nur so aus. Und ich liebe lustige Worte und erfinde immer gern neue. Denn alle Worte sind irgendwann erfunden worden. Zahnputzbecher, Schnipsgummi, Sommersprossen, Nasenpopel, Ohrenschmalz, Knieknorbel, Wackelzahn, Fingerspitzengefühl, Purzelbaum, Wolkenkuckucksheim. Fallen dir noch mehr lustige Wörter ein? Hier kommt das Rezept für dich zum Nachkochen. Der Eintopf ist super lecker und gesund und er macht sogar richtig gute Laune. Zutaten: 1 Tasse schwarze Bohnen, aus der Dose oder selbst gekocht, 1 Tasse rote Linsen, 1 Zwiebel fein gehackt, 2 Knoblauchzehen gepresst, 1 Dose gehackte Tomaten, 400 Milliliter Kokosmilch, 1 Teelöffel Currypulver, einen halben Teelöffel Kurkuma, Salz und Pfeffer nach Geschmack. Optional frischer gehackter Koriander. Zubereitung: Einen großen Topf auf den Herd stellen und etwas Öl hineingeben. Die Zwiebeln und den Knoblauch darin andünsten, bis sie glasig sind. Die roten Linsen hinzufügen und kurz mitbraten. Die schwarzen Bohnen mit Flüssigkeit, die gehackten Tomaten und die Kokosmilch hinzufügen. Mit Currypulver, Kurkuma, Salz und Pfeffer würzen. Alles gut verrühren und ca. 20 Minuten köcheln lassen, bis die Linsen weich sind und die Soße etwas eingedickt ist. Den Eintopf mit frischem Koriander bestreuen und servieren. Und das ist mein Geheimnis für einen besonders leckeren Pickelbohneneintopf. Ein Schuss Limettensaft. Dadurch bekommt der Eintopf eine frische und fruchtige Note. Aber pst, das verrate ich nur dir. Furio, Lucia, Bello, Stella, Pippo, Nina, Rico und Giorgia schwören hingegen darauf, den Eintopf mit weißen und roten Zuckerperlen zu garnieren. Die Perlen lösen sich dann so ekelig auf und machen den Namen Pickelbohneneintopf alle Ehre. Ja, und das empfinden sie als den absoluten Höchstgenuss. Ich habe es noch nicht ausprobiert, vielleicht sollte ich das mal. Aber ich überlasse dir auch gerne den Vortritt. Wage dich ran, nur zu, und berichte mir gerne anschließend von deinem Geschmackserlebnis. Und ganz wichtig,
beim Kochen singen. Am besten irgendetwas auf Italienisch. Romy van Mader. Über mich. Hallo, ich bin Romy van Mader, die Frau, die sich Miss Fitzikus ausgedacht hat. Weißt du, wie das geht, sich eine Geschichte auszudenken? Manchmal sind die Ideen wie kleine Fusselinis, die in meinem Kopf herumwirbeln und sich zu einem großen Knoten verheddern. Aber dann nehme ich meinen Fantasiekamm, einen ganz besonderen Kamm, der glitzert und funkelt und sogar neue Ideen hervorzaubern kann, und entwirre die Ideen, bis eine lustige Geschichte dabei herauskommt. Schreib mir doch mal, was dir an Miss Fitzikus am besten gefällt, welche Abenteuer sie noch erleben könnte oder ob du auch manchmal solche Fitz-Ideen hast. Wenn du mir einen elektronischen Brief schicken willst, dann frage vielleicht deine Mama oder deinen Papa und sende mir gerne einige Zeilen an meine E-Mail-Adresse romy.vanmader@gmail.com.